Einen wunderschönen Nachmittag oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Willkommen beim Talksalon bei Out of the Box TV, ein Journalist mit Gewissen. Und wie versprochen habe ich heute einen ganz besonderen, mutigen, couragierten Gast, den Konstantin Haslauer. Servus, lieber Konstantin, freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier bei dir sein darf. Die meisten kennen dich ja nur anhand deiner Sprachnachrichten, die durch Telegram herumgeistern, wo du den Menschen ja auch Hilfestellungen gibst, aber in erster Linie auch aufgrund deiner langjährigen Erfahrungen, die du machen durftest oder auch musstest. Beginnen wir mal von vorne, wenn man deinen Namen googelt, was man ja als Journalist als erstes so macht in der Suchmaschine seines Vertrauens, dann findet man deinen Namen auch im Kontext eines mutmaßlichen schweren Betruges. Ja, das ist diese Kriminalstory um den Herrn Haslauer Konstantin. Vielleicht, dass ich einmal kurz ausholen darf, es ist so im Jahr 2018 wurde von unserer Aktiengesellschaft in Tschechien ein spezielles Investmentprogramm aufgelegt. Das hat einen Vorlauf gehabt, wir haben Immobilien verkauft, wir haben verschiedene Kryptowährungen selber angelegt. Wir haben gesehen, es gibt hier eine Möglichkeit, hier die Immobilien leicht anzukaufen. Das ist der Bereich, den wir dann auch forciert haben. Immobilienankauf, wir haben Insolvenzimmobilien angekauft von den Banken, aber irgendwann kommt einmal der Punkt, wo man dann sagt, man braucht Fremdkapital. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt einen einfachen Weg, es nennt sich Crowdfunding, also Schwarmfinanzierung. Und wir haben 6 Anwälte in unserer Unternehmensgruppe gehabt und in diesem Bereich haben wir das prüfen lassen. Juhu, die Anwälte haben grünes Licht gegeben, die Aktiengesellschaft in Tschechien durfte das machen, die Nationalbank hat zugestimmt. Ja, somit haben wir dann die Firmenstruktur aufgebaut und haben das System für den Kunden auch auf den Markt gebracht. Und daraus wurde dann ein sehr großes Unternehmen. Wir haben 33 Millionen Jahresumsatz gemacht. Aber so wie es ja immer ist, und ich glaube, du wirst das kennen, es fehlt immer ein Zettel für den Zettel. Ja, und so sage ich es immer dazu. Also wir haben Lizenzprobleme bekommen und die Finanzmarktaufsicht hat sich natürlich eingeschalten. So, das war der Grund, warum dann die BaFin und die Finanzmarktaufsicht Prüfungen durchgeführt hat. Also BaFin ist in Deutschland, Finanzmarkt in Österreich? Ja? Genau, das sind die Finanzmarktaufsichten, weil wir hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Tschechien, das ist eben der Hauptbereich, gearbeitet haben. Ja, siehe da, wir haben natürlich alle Unterlagen beigestellt, aber die BaFin und die FMA hat natürlich schon im Internet verbreitet, Achtung, Betrugssystem ist unterwegs. Also bevor man uns noch gefragt hat, hat man schon geschossen und hat uns nachher gefragt, wie geht es euch so? Was macht ihr überhaupt so? Und dann durften wir belegen und durch einen Lizenzfehler haben wir dann natürlich das ganze System einstellen müssen. Also das ist so roundabout einmal zu der Aktiengesellschaft, was man im Internet lesen kann. Und dann kam natürlich der Punkt, wo die Anwälte auf den Plan gerufen werden. Das kennt man ja immer, wenn irgendwas passiert. Und bei uns ist natürlich Folgendes passiert. Die BaFin hat ja alle unsere Geschäftskonten eingefroren. Und dann weiß man auch, dass man weder Personal noch, dass man irgendwelche Auszahlungen an Kunden machen kann. Man kann keine Verträge auflösen. Also man ist jetzt einmal on hold gestellt. Und dann passiert natürlich, dass der Kunde dann zum Anwalt geht und sagt, diese Firma, und ich habe das gelesen bei der BaFin, die sind Betrüger, obwohl es ja funktioniert hat. Das war dann eben das Problem mit dem Herrn Resch, den kann man auch nennen. Ein Anwalt. Ein Anwalt in Deutschland, in Berlin, der sich dann aufgemacht hat und gesagt, da gibt es ja einen etwaigen Schuldigen und meine Informanten haben mir da vieles zugetragen, also es sind ja nur Geschichten einer Geschichte. Und dann hat er begonnen, im Internet seine Propaganda zu fahren. Finde ich aber auch stark, dass ein Anwalt die Zeit nimmt, da jetzt so als Kriminalblogger zu fungieren. Ne? Naja, er hat sich eigentlich über ein Rechtssystem gestellt, weil er gesagt hat, er hat eigene Ermittler, er ist ein Anwalt und er kann das Recht oder das Wissen, was er hat, anwenden. Nur die Geschichte, die er erzählt hat, kann man jetzt im Nachgang sagen, ist 80% Fake, ja, ist auch Fake News. Warum machen solche Anwälte sowas? Fake News. Fake News, ganz genau. Warum machen solche Anwälte? Es ist ein Geschäftsmodell. Ja, man muss natürlich einen Schuldigen irgendwo haben, einen mutmaßlichen Schuldigen. Man braucht einen Klienten, der zahlt und dann bringt man den zusammen und versucht, gegen diesen vorzugehen. Das ist passiert, darum ganz klar wurden Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Das
wurde dann eben auch veröffentlicht, ganz klar. Und wir mussten dann auch den Kunden dann deklarieren und sagen, liebe Freunde, Lizenzprobleme, das wurde nicht anerkannt, Staatsanwaltschaft ermittelt. Ja, das war so der Punkt. Ich habe dann meinen Vorständen gesagt, liebe Freunde, wir haben ein ganz grobes Problem, wir haben keine Lizenzen, beziehungsweise anerkannten Lizenzen, also wieder den Zettel für den Zettel. Und somit habe ich den Vorständen aufgetragen, innerhalb von 4 Wochen das dann zu lösen, Lizenzen beizustellen, ansonsten müssen wir einstellen. Das war so die Geschichte hinter der ganzen Sache und ja, ab diesem Zeitpunkt kam dann die Propaganda von dem Anwalt, dann gab es natürlich auch von den Staatsanwaltschaften Ermittlungen und dann gab es ja natürlich schon einen Schuldigen, den man gefunden hat. Den braucht man immer, ne? Den braucht man und das war dann meine Person und dadurch sage ich, wie das passiert ist, ich war da hier schwer schockiert natürlich, weil man hetzt natürlich den Kunden mit Falschinformationen auf einen mutmaßlichen Beschuldigten, hat keine Informationen über den Hintergrund und was passiert dann natürlich? Morddrohungen und alles Mögliche. Also das ist ja leider in sehr vielen Fällen so, dass nicht nur jetzt in deinem, sondern generell ein Problem. Es wird nur eine Informationsquelle hergenommen, anstatt dass man sich einmal auch die andere Seite anhört. Ne? Ganz genau. Das habe ich dann auch wahrgenommen. Als erster war ich natürlich einmal sehr schockiert und wirklich eingeschüchtert. Also erstens vom System, zweitens von den Anwälten, drittens von den Kunden. Also dann steht man da und sagt, 25 Jahre bin ich Unternehmer. Also ich habe schon viel erlebt, aber das war eine Sonderleistung des Systems gegen mich als Person. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass man da auch dann depressive Haltung einnimmt, weil man sagt, ich muss mich verstecken, ich denke, ich bin ein Krimineller, obwohl es gar nicht ist. Ja. Man kann ja dann die Wahrheit ans Tageslicht fördern. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann sofort gestoppt in meiner Firma, habe alles on hold gestellt und der Kriminalfall hat sich dann weiterentwickelt. Also man hat mich dann versucht, aus den Unternehmen zu drängen. Das war ein Punkt. Und dann eben alles auf mich auszurichten, einstweilige Verfügungen, Kontosperren, alles auf die Person Haslauer zugeschnitten. Dann haben die Anwälte noch mitgewirkt. Der Herr Resch war so die Galionsfigur in Berlin und hat dann natürlich die Propagandamaschine angeworfen. Dann sind die anderen Heuschrecken noch gekommen. Ja, und dann hat man natürlich plötzlich Klagen am Tisch über 2-3 Millionen Euro, die mich als Person primär gar nichts angehen, weil als erstes ist ja das Unternehmen haftbar. Genau. Das Geld der Kunden ist ja auch noch da, anders als wie bei anderen Firmen. Man hat ja einen großen burgenländischen Bankenskandal, ich will jetzt keinen Namen nennen, hier vorliegen, da ist das Geld weg oder die deutsche Gruppierung mit W beginnen, ich will da auch keine... Da kann man heute sagen, Wirecard. Wirecard, ja, genau. Das kann man ruhig sagen, glaube ich. Also da ist das Geld definitiv weg und bei uns ist das Geld da und dann wird da diese Maschine... Ein Stichwort, aber da gibt es ja eine Deckungsgleichheit, nämlich mit Wirecard Singapur. Singapur, genau. Das ist ja auch der Punkt, wo wahrscheinlich Wirecard scheitern wird. Ja? Weil in Singapur eine Banklizenz oder eine Lizenz zu bekommen, da muss man entweder viel Geld haben zu bestechen. Das kann bei Wirecard natürlich der Fall sein. In unserem Fall, wir haben viel Geld bezahlt, um so eine Lizenz zu bekommen, die war aber dann getürkt. Ja? Also beides ist möglich. Ja? Getürkt, aber du wusstest das nicht. Ich wusste es nicht, genau, muss man dazu sagen. Es ist erst im Nachgang, also erst 2018 haben wir das auf den Markt gebracht, das Produkt. Und im September 2018 habe ich dann begonnen, weil das Aufsichtsrat, man bekommt Unterlagen vorgelegt, dann prüft man und dann sagt, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Also das hast du schon gespürt? Ja, das habe ich dann schon gespürt und habe dann interne Recherchen, also verdeckt mit meiner Assistentin gemacht und habe dann so ein bisschen Ballone starten lassen, dass ich schauen, inwieweit, wo greift was, wo ist Lüge, wo ist Wahrheit. Und dann bin ich auch nach Singapur geflogen und habe dann natürlich das dort versucht zu verifizieren. Ja, ich bin Gott sei Dank wieder zurückgekommen, weil in China geht es recht schnell, also sprich im asiatischen Raum, nicht China. In Singapur geht es sehr schnell, wenn man jetzt irgendwas mit Finanzen zu tun hat, dann ist man sofort weg. Und wir waren dann dort bei den Anwälten, wo wir dann die Überprüfungen hatten wegen der Banklizenz und dann haben wir uns herzlich begrüßt. Ja? Dann haben sie uns Getränke gegeben und dann haben sie mich rausgeschmissen. Ja? Also so einfach war das und dann bin ich dann dort gestanden und gesagt, okay, die Banklizenz, die wir hatten, war nicht echt. Ja, dann habe ich dann noch bei der Finanzmarktaufsicht das nochmal prüfen lassen. Bin zurückgekommen und habe dann hier die Firma rückabwickeln wollen.
Dann haben die Vorstände sind entgegengegrätscht, rein in die Firma, haben einstweilige Verfügungen, mich rausgedrängt aus der Firma. Ja, und somit kam dann eben, um das ein bisschen abzukürzen, mein Punkt. Ich habe mich dann selbst gestellt bei der Staatsanwaltschaft und habe mich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, wie auch immer Sie mich sehen, ich mache meine Aussage. Und nur, dass Sie wissen, liebe Staatsanwaltschaft, ich werde ab diesem Zeitpunkt jetzt in die Verantwortung gehen. Ich bin von Aufsichtsrat dann in die Vorstandsebene gegangen und in die Geschäftsführerebene. Wobei man schon ein Glück hattest, weil deine Ex-Partner so dumm waren, dich nicht aus dem Register zu streichen. Ne? Genau, also ich habe ja meinen Rücktritt bekannt gegeben, weil ich da nichts mehr damit zu tun haben wollte und die waren zu faul, muss man sagen. Es kostet 25 € in Tschechien, dieses austragen zu lassen. Das haben sie nicht gemacht und es war dann eigentlich mein kluger Schachzug, dass ich das geprüft habe. Und dann in Gefahrenverzug für die Kunden natürlich einschreiten konnte. Und das war dann der Startschuss zu der kriminologischen Aufarbeitung meiner Firma. Das war recht spannend. Also fast ein Dreivierteljahr haben wir dann Eigenkapital der Firma noch verwendet, um halt alles aufzuklären. Wir haben alles der Staatsanwaltschaft geliefert, Anzeigen gestellt gegen die Akteure, Banken besucht, Staatsanwaltschaften besucht, Aussagen habe ich getätigt. Allein in Tschechien bin ich 4 Tage gesessen, habe Aussagen gemacht. Also alles getan, um aufzuklären. Und dann wird alles immer zurückgespielt an die Staatsanwaltschaft in Wien, an die WKStA. Und dort versiegt es dann. Da wird dann nicht mehr weiterentmittelt. Also das ist ein Punkt auch, warum ich jetzt dann das Wissen mir angeeignet habe, weil ich ja schon in diesen Justizfängen stehe, in den Anwaltsfängen. Übrigens, meine Anwälte gibt es natürlich nicht mehr. Weil wenn man kein Geld hat, wird man auch nicht vertreten, das ist auch klar. Und die haben mir auch abgeraten, die Wahrheit zutage zu fördern. Das muss man sich mal vorstellen. Der Anwalt sagt, bitte machen Sie nichts für die Wahrheit. Und ich habe es aber natürlich gemacht, weil ich der Wahrheit verpflichtet bin. Ich habe das System mit meinen Mitstreitern aufgebaut. Es wurde von Anwälten und von den Regierungen geprüft, also von den Finanzbehörden. Und dann wird es rückabgewickelt, weil die meinen, die haben wahrscheinlich zu viel Umsatz gemacht. Ja? Das ist eine Vermutung jetzt von meiner Seite, aber ich glaube, das wird so sein. Aber das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, sondern... Es läuft noch, ja. Also ich schätze mal, die Geschwindigkeit, was die Staatsanwaltschaft hat, was ich jetzt weiß, wird es noch 3 bis 5 Jahre laufen. Das ist ja ein umfangreiches Verfahren. Ja, es geht ja über Holland, Deutschland, Tschechien und Österreich. Und ich glaube, der Staatsanwalt, der da dran ist, der wird es, wenn er keine Hilfe bekommt, nicht lösen können. Also ich bin einmal gespannt. Ich biete mich laufend an, der Staatsanwalt will mich nicht sehen, er will auch meine Aussagen nicht sehen, ich gebe es immer elektronisch ein. Also ich mache immer von mir die Handlung für die Staatsanwaltschaft, ich werde nicht aufgefordert, ich mache das Berichtswesen für die Staatsanwaltschaft. Und wenn ich dann sage, ich möchte gern ein persönliches Gespräch und ich möchte auch noch eine zusätzliche Aussage machen, heißt es kein Interesse. Das habe ich schriftlich von Staatsanwalt. Auch gut, wenn man sowas hat. Ja. Wahnsinn. Jetzt bist du aktuell auch mit ein Grund, warum du heute hier sitzt. Ja. Das ist ein Buch, das jetzt demnächst erscheinen wird, mit Anfang Juni. Genau. Kurz vor dem Sturz. Ja, ist ein netter Titel, ne? Also ich weiß gar nicht, wie man den deuten kann, aber man kann ihn schon in beide Richtungen deuten. Und es geht auch um die eine Person. Und der tiefe Staat in Österreich. Der tiefe Staat in Österreich, genau. Erzähl einmal ein bisschen. Ja, um das weiter fortzuführen, ein Teil war meine Firma in Tschechien. Und wir haben der Prolog sozusagen. Genau. Und wir haben einen Teil der Firmenstruktur erhalten, von dem ich natürlich dann auch noch gelebt habe und auch mich finanziert habe. Eine Immobilienfirma in Deutschland, eine Autovermietung in Deutschland und ich bin selber Sprecher und Vortragender in ganz Europa. Da verdiene ich mein Geld. Und dann kam die C-Krise, ne? Also die Corona-Krise. Und das war so für mich der Startschuss dann eben für Österreich einzutreten. Und da möchte ich noch sagen, ich habe ja mehrere Ausbildungswege in meinem Leben gemacht und ein Ausbildungsweg war auch, ich bin ja Masseur und Therapeut auch. Also ich kann schon einschätzen, welche gesundheitskritischen Maßnahmen hier auf uns einströmen, bei einer Infektion und so weiter, das kenne ich alles. Und dann war ich auch schockiert, dass das passiert mit dieser Corona-Krise, aber ich hätte nie gedacht, dass ein Lockdown passiert. Ja? Und nicht nur in Österreich. Also nicht nur einer. Nicht nur einer, sondern in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Ja, und nicht nur einer in einem Land, sondern... Auch mehrfach, ja, genau. So, und dann war ich schockiert, dass man mich aus dem Spiel genommen hat, zusätzlich noch, nämlich ich konnte meine Firma in Deutschland nicht weiterführen.
Es gab dann eine Woche später, also 15.03. war es in Österreich, am 23.03.2020 in Deutschland, Lockdown, Jalousie runter, Berufsverbot. Dann steht man mal da und sagt, okay, das ist aber nett. Ja, wie geht es da weiter? Ja, in Deutschland, kurz und knapp, gibt es keine Förderungen für deutsche Unternehmen, die einen ausländischen Inhaber haben. Also musste ich die deutschen Unternehmungen in die Insolvenz führen, weil ich habe das Spiel der Kurzarbeit nicht mitgemacht, weil es ist eine Sackgasse für den Unternehmer. Und wenn du eine Kurzarbeit annimmst, dann bist du auch abhängig vom Staat. Und der Staat beginnt dann zu diktieren, was ihm gehört und was ihm nicht gehört. Ja? Vor allem in Deutschland. Ja? Sage ich, okay, ein Schaden. In Österreich Berufsverbot, ich konnte nicht mehr reisen, alle Vorträge, alles ist abgesagt worden, ich konnte ja keine Dienstleistung mehr ausüben. Ja, von einem Tag am anderen auf Null gesetzt und dann hört man die Stimmen der Anwälte. Man kann ja Regressforderungen stellen und so weiter und ich natürlich, zack, Unternehmer, alles vorbereitet, Buchhaltung ausgedruckt und habe dann sofort, das war damals die Anwaltskanzlei Hemmerle und Hemmerle, die haben dann im Internet veröffentlicht, wie sowas geht und dass man hier Ansprüche stellt. Es gibt ja das Epidemiegesetz. Sage ich, ja, super, patsch. Stell mir eine Rechnung, den Staat Österreich, dann sperren wir halt zu. Und ich bin abgesichert. Aber das war nicht so. Im Nachgang bei den Pressekonferenzen, bei den Diskussionen, bei den politischen Diskussionen kam dann immer wieder auf, Epidemiegesetz wurde vorher ausgesetzt, also vor allem in dem Bereich der Unternehmerentschädigung. Sage ich, interessant, trifft es uns zu? Ja, trifft uns zu, wir sind Unternehmer. Also es gibt keine Förderungen oder beziehungsweise Entschädigungen, sondern es gibt dann nur mehr den Bittstellerantrag. Das heißt, man darf eine Förderung beantragen. Ja, dann natürlich auf und davon, Härtefallfonds in Österreich. Ich habe schon gesagt, in Deutschland gibt es keine Förderung. Man darf zwar Steuer zahlen in Deutschland, aber man bekommt keine Unterstützung. Und in Österreich war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ist mir alles klar, ich suche jetzt dann den Härtefallfonds an. Und dann kam die große Ernüchterung, kam ein Dreizeiler, Sie sind nicht berechtigt, nach 25 Jahren, Sie sind nicht berechtigt, eine Förderung zu beantragen. Ja, dann habe ich zum Telefon gegriffen und habe der Wirtschaftskammer sozusagen enormen Druck gemacht, weil ich habe 25 Jahre für das Unternehmen Wirtschaftskammer auch Beiträge bezahlt. Ja, nicht genau eingezahlt. Ja, eingezahlt. Und habe dann mit dem Chef des Härtefallfonds, den Herrn Mondschein, dann eben heftige Diskussionen und Wortgefechte geführt. Warum? Weil sie gesagt haben, sie kriegen keine Förderung und ich habe dann gesagt, warum? Naja, das ist halt so. Sage ich, das kann nicht so sein, weil ich bin Unternehmer, ich habe eine Steuernummer, ich zahle Steuern, also ich würde gern bitte wissen, warum. Und das hat 1,5 Monate gedauert, bis sie endlich irgendwas herausgekramt haben und schlussendlich habe ich dann meine Förderung bekommen. Ich war wirklich glücklich und dann kam das Mail mit 500 €. Härtefallfonds. Das war dann eben meine Motivation. Ich war dann arbeitslos, also die Arbeit los. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, das war so quasi dann mein Punkt. Jetzt muss ich hinter die Kulissen schauen, das kann nicht mit rechten Dingen abgehen. Einerseits wegen der Corona-Gefahr, klar, und andererseits natürlich auch wegen diesen Vergütungen oder ich sage mal Almosen der Regierung. Du hast dann begonnen, auch laufend Strafanzeigen zu stellen gegen alle möglichen Schulen und Institutionen. Gibt es ja kaum jemanden, den du nicht angezeigt hast. Ja, ich habe dann mich primär mal beschäftigt, was kann ich tun? Und dann hört man von den Anwälten, ja, man muss halt den Schuldigen zur Verantwortung ziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt ein einfach denkender Unternehmer, ich stelle eine Strafanzeige. So habe ich begonnen und bin natürlich gescheitert, weil meine Strafanzeige nicht umfangreich ausgefüllt war. Also der Staatsanwalt möchte ja eine komplette Anklageschrift haben, dass er nichts mehr arbeiten muss und schaut dann rein und sagt, das ist recht schön vorbereitet, da können wir vielleicht was tun. Bei den Politikern geht es nicht, kommen wir wahrscheinlich heute noch dazu. Also ich habe die Strafanzeigen gestellt und wollte halt einfach Gerechtigkeit und ich wollte einfach meine Firma weiter betreiben und auch die Fake News, die habe ich ja erkannt. Es gibt einen markanten Schnittpunkt. Am 30.04. gab es eine Pressekonferenz mit Herrn Anschober und wir wussten ja im Vorhinein, also vor der Pressekonferenz nie, wer sind diese Experten, die da die Beratungen machen von Herrn Anschober. Siehe da, 30.04. ist der Herr Allerberger da und einer aus dem Ministerium. Denken wir, jetzt schalte ich den Fernseher ein, schauen wir das natürlich an und der Herr Anschober ganz klar,
oh, wie tragisch und alle müssen sterben und wir wissen die Infektionszahlen. Also Panik pur. Und dann kam der Herr Allerberger von der AGES und hat die Ischgl-Thematik dargestellt, wegen diesen ganzen Ansteckungsgefahren. Ne? Dann hat er seine Grafiken hergezeigt und hat gesagt, der R-Wert, damals gab es ja noch den R-Wert, ist eigentlich zu vernachlässigen in Ischgl, weil wir einen R-Wert haben von 1,1. Also bei 1 ist 0, gibt es keine Ansteckungsgefahr mehr. Ne? Da habe ich nochmal geschaut, 1,1. Anschober sagt, Panik, wir müssen zu Hause bleiben. Lockdown wird verlängert. Und das war dann der Punkt, wo ich dann das alles begonnen habe aufzuzeichnen, Datenstränge anzulegen, alles abzuspeichern, was ich im Netz gefunden habe, von Medienberichten, von verschiedenen Dokumentationen, gesundheitliche Dokumentationen, alles, was ich aufgearbeitet habe und habe dann begonnen, diese Strafanzeigen dann zu stellen und bin am System natürlich gescheitert, weil ich ja nicht rechtswissend bin. Ja. Ich denke mir da gerade, wenn man jetzt zum Beispiel einen Politiker anzeigen will, man macht das am besten natürlich direkt über die Staatsanwaltschaft. Aber vom Polizeiwachzimmer lachen sie sich wahrscheinlich aus. Ne? Machen sie auch nicht, habe ich versucht, auch das. Ich habe ja alles durchversucht. Es ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt der weise Mann und beginne gleich beim Richtigen. Ja. Ich habe mich müssen durchdienen, bin auf die Polizei, dann haben mich die mal mit solchen Augen angeschaut und gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ich kann das gar nicht, sage ich, Sie können doch eine Anzeige aufnehmen. Nein, da sind wir nicht zuständig, da ist die Staatsanwalt zuständig. Ich sage, aha, okay. Und welche? Na, das können Sie auch nicht so wirklich sagen. Da muss es ja einen Akt geben und da muss es verschiedene Inhalte geben. Sage ich, ja, ich verstehe schon, alles klar, ihr wollt das nicht machen. Ich gehe wieder in Google eingegeben, wo macht man eine Strafanzeige. Und siehe da, jeder Bürger kann ja eine Strafanzeige einbringen. Und da möchte ich vielleicht einen wichtigen Punkt an die Bürger richten. Wenn ich eine Erkenntnis erlange von einer Straftat, das ist sehr, sehr wichtig, muss ich als Bürger eine Anzeige machen. Sonst mache ich mich selber strafbar. So, das erzählt ja aber niemand. Und wenn man das jetzt umlegt auf die Corona-Krise, es werden ja laufend Gesetze gebrochen, nicht nur von Politikern, sondern indirekt natürlich auch von Lehrern, von Direktoren, von Beamten. Und wenn ich das sehe, dann ist es ein Verstoß gegen die Verfassung. Und wenn ich den Verstoß der Verfassung erkenne, dann kann ich ja nicht sagen, ich halte jetzt den Mund und ducke mich. Weil wenn irgendjemand mitbekommt, dass ich das gelesen habe und sagt, ja, der Haslauer hat das ja eh gelesen, der hat aber nichts gesagt, dann sind wir genau dort, dass ich natürlich auch straffällig werde. Ja? Und darum habe ich dann begonnen, diese Erkenntnis, die ich dann gewonnen habe, umzusetzen. Und darum wird man viele Anzeigen von mir sehen und erkennen, die ich geleistet habe. Und mit jeder Anzeige habe ich natürlich immer, ich sage einmal, eine Ablehnung bekommen, aber auch eine Information. Wie geht es weiter? Was kann ich noch tun? Ja, das waren die ersten mickrigen Schritte, die ich das war dann April, Mai 2020, wo ich damit begonnen habe. Und dann aufgrund dessen, dass du dann schon einigermaßen den Dreh raus hattest? Da geht es noch lange nicht so weit. Ja, dann. Der Dreh, also ich möchte dann dazu sagen, dass es sehr komplex ist. Also mittlerweile bin ich, sage ich mal, habe ein gutes Rechtsverständnis zu der ganzen Sache. Aber jetzt habe ich natürlich dann Google benutzt. Ne? Anwälte angehört, den Herrn Beneder, den Herrn Brunner, da gab es ja dann schon einzelne Schritte, was sie machen wollen. Und ich habe mir das natürlich angehört und habe dann immer mitgeschrieben, was machen die oder was empfehlen die. Ne? So, dann ist mir natürlich auch der Corona-Ausschuss Dr. Füllmich zugetragen worden. Und dann habe ich mich dort hingesetzt und das dauert ja immer so eine Sitzung 5 Stunden und haben mir das angeschaut. Habe mir meine Notizen gemacht, bin auch in Verbindung mit Dr. Füllmich und mit der Viviane Fischer und die haben mir dann auch immer wieder einzelne Teile gesagt, ja, gut, nicht gut. Und so habe ich jetzt einmal begonnen, im Internet quasi eine Schnellausbildung im Rechtswissen zu schaffen. Wie macht man eine Anzeige, was ist falsch, was ist richtig? Was ist die Verfassung? Ich habe in der Schule gelernt, es gibt eine Verfassung, es gibt einen Staatsvertrag, aber ganz ehrlich, wenn man mich gefragt hat, was ist die Verfassung, interessiert mich nicht, brauchen wir auch. Wir sind ja in Österreich, wir sind neutral, wer braucht eine Verfassung? So, das musste ich alles dann lernen, weil dann kamen immer diese Punkte auf, es ist nicht verfassungskonform, dann muss man wieder nachblättern, was ist die Verfassung, woher stammt die? Also diese Recherchearbeiten haben wir jetzt einmal rund 4 Monate in Anspruch genommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich übergebe das gern einen Anwalt. Ich habe viel recherchiert. Ich übergebe das gern den Herrn Brunner, den kennt man ja, den Herrn Beneder
Und dann kam der Herr Belsky mit seinen Zoom-Calls und das habe ich mir dann angehört und gesagt, der Herr Belsky, ein Arzt, der echt super argumentieren kann, super Muster aufzeigt, was kann sein, was steckt dahinter. Und dann kommt der Herr Beneder. Dann war für mich klar, Belsky, Beneder passen zusammen, super, den rufe ich an. Habe ich dann auch gemacht. Und der hat mir natürlich mit offenen Armen empfangen, was sie alles zusammengetragen haben und so super und alles toll. Und ich habe mir gedacht, jetzt sind wir richtig. Jetzt können wir angreifen, jetzt gibt es einen Anwalt, dem brauche ich das nur schicken und der macht es dann. War auch so, zumindest der Plan war so von Herrn Beneder. Du kennst ja die Vorgeschichte, ich möchte es kurz nochmal anreißen. Herr Beneder hat ja eine Verfassungsbeschwerde eingereicht oder wollte einreichen. Und dann kommt immer das Thema auf bei den Anwälten, das brauche ich dir nicht sagen, wer finanziert das? Und dann wurde eben so ein Crowdfunding, so wie es wir auch gemacht haben mit meiner AG, ins Leben gerufen. Ich habe dort auch gespendet und haben gesagt, okay, wir tragen das Geld zusammen. Und da sind 35.000 oder 40.000 Euro zusammengekommen. Und das finde ich auch fair, sage ich einmal. Er hat ja viel Arbeit, er soll es zusammenstellen, aber er soll bitte es tun. Er muss es nur tun. Für Österreich, für die Bürger. So, das hat er dann auch versprochen. Dann gab es auch eine Pressekonferenz und nach der Pressekonferenz war es dann still. Dann habe ich natürlich ein Mail geschrieben, nach 6 bis 8 Wochen. Er hat dann angepeilt, so im September, Ende September, Anfang Oktober wird das aufgenommen in diese Sitzung des Verfassungsgerichtshofs. Und dann habe ich natürlich nachgefragt. Also ich habe ja keine Unsummen gespendet, weil ich ja selber auch mittellos war. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon spende, dann kann ich auch fragen. Ne? Natürlich. Und dann ist dann zurückgekommen von Herrn Beneder, wenn Sie weitere Fragen von mir beantwortet haben wollen, 360 Euro die Stunde und dann kann ich Ihnen weiterhelfen. Und dann habe ich gesagt, hey, Herr Beneder, ich wollte nur fragen, was ist mit dem Ding, mit der Beschwerde? Ist da was? Passiert da was? Und da kam dann nichts mehr. Ja? Das heißt, um es mal auch runterzubrechen, er hat quasi versprochen, als Galionsfigur quasi eine Klage gegen gegen die Maßnahmen einzuklagen. Genau. Hat dafür auch Geld erhalten, Genau. das durch Crowdfunding zusammengekommen ist. Genau, von den Bürgern. Ja, aber de facto hat er bis dato nichts geliefert. Also zumindest nichts Sichtbares, weil ich kenne es von Dr. Füllmich, jede Klage, alles was er macht, was der Corona-Ausschuss macht, wird veröffentlicht. Ja? Und dann fragt man einfach als Bürger nach, Herr Beneder, es wäre doch recht nett, raus mit den Fakten, wir würden das gerne auch nutzen, weil jeder Bürger kann es ja auch nutzen, um sich zu verteidigen von der Polizei wegen Strafen, ist egal wegen was. Ja? Und da kam halt diese ominöse Mail zurück, das ist halt sein Ansporn, auch das hat er einigen Eltern, weil ich habe dann auch Vermittlungen gemacht, sage, fragt den Beneder, der kennt sich aus, ich will mich da gar nicht einmischen. Und auch die haben diese nette Mail bekommen mit die 360 Euro. Also ich finde es richtig, dass ein Anwalt seine Tantiemen aufruft. Das ist alles in Ordnung, habe ich kein Problem. Aber wir haben hier einen Sonderfall. Hier geht es um Österreich, hier geht es um Demokratie. Und wer fragt mich eigentlich als Bürger, wie viele Stunden ich vom Internet gesessen bin, um zu recherchieren, um alles ihm beizubringen, um ihm das zu liefern. Oder Teile davon habe ich auch geliefert. Ja? Also ich habe auch dann nicht in Rechnung gestellt, Herr Beneder, ich kriege jetzt in der Stunde 100 Euro, weil ich halt nicht so wissend bin wie Sie, verlange ich nur 100 Euro. Ne? Also ich habe das auch nicht gemacht und darum ist für mich der Standpunkt, wenn ich für Österreich tätig bin, dann muss man ehrenamtlich tätig sein, man muss für sein Land eintreten, wenn man merkt, hier ist der Respekt, die Werte oder es Gefahr in Verzug, dann muss ich eintreten. Sehe ich eigentlich genauso wie du. Also ich finde es eigentlich der Grotesk, dann noch irgendwie Geld zu verlangen. Man hat nebenbei als Anwalt noch andere Klienten. Also Natürlich. Aber das ist halt eine Charaktersfrage. Ja. Ja. Ich würde das auch eher als ehrenamtliche Geschichte empfinden. Ganz genau. Und das, so sehe ich es auch, dass halt der Anwalt für diese Sache, ich weiß, es gibt Gerichtsgebühren, man muss es einbringen, alles klar, das muss man alles finanzieren. Aber man kann doch nicht hergehen und kann dann noch um diese Thematik herum noch abgreifen bei Menschen, die Hilfe brauchen. Also ich habe dann keine Hilfe gebraucht, ich wollte nur wissen, ob diese Klage eingebracht worden ist und ob da eine Verhandlung stattgefunden hat. Ich weiß nichts bis dato. Das hat bis jetzt keine Antwort. Ich habe ihm dann ungefähr 1,5 A4 Seiten meinen Standpunkt geschrieben und habe das sehr deftig, aber respektvoll geschrieben und habe ihm auch klar gemacht, dass ich von solchen Anwälten nichts halte.
weil, nochmal, es geht um Österreich, es geht um unsere Freiheit und um Demokratie und da gibt es keinen Stundenlohn, da gibt es nur Leistung, was wir erbringen müssen. Ja, und de facto hat er, so wie du sagst, weder die Klage präsentiert, schriftlich, Genau. man könnte einfach nur eine Man Kopie... braucht es auf seine Webseite stellen, dann kann man sie herunterladen wie beim Dr. Füllmich. Genau. Hat er nicht gemacht, er hat auch abgelehnt, Auskunft zu geben. Mich geht das nichts an und ich bin auch nicht die klagende Partei. Und er hat sich halt versteckt hinter der ganzen Geschichte und das finde ich nicht fair. Ich will ihm aber jetzt nicht unterstellen, dass er es nicht gemacht hat, aber ich glaube, also das ist nur meine persönliche Meinung, er hat sie eingebracht und sie ist abgelehnt worden. Das glaube ich. Ja? Weil von Herrn Brunner sind die Sachen durchgegangen, auch von anderen steirischen Anwälten, die das eingebracht haben. Es gibt ja mittlerweile 22 Urteile gegen die Maßnahmen, die von verschiedenen Anwälten eingebracht worden ist und ich glaube, 2 sind von Herrn Brunner. Also der hat es auch nicht öffentlich gestellt, muss ich ihm auch angreifen. Er hat es eingebracht, er hat auch was erzielt damit, keine Frage, aber wir wissen auch nicht, was da drin steht. Ja? Was hat er angegriffen? Und das ist ja das Wesentliche, was ich ja gemacht habe, ich habe meine Arbeit immer öffentlich gestellt. Nicht verdeckt, alle Recherchearbeiten, ich habe das den Bürgern zur Verfügung gestellt, weil es sind ja nicht meine Recherchearbeit und ich möchte jetzt Geld verdienen, sondern ich habe gesagt, ich mache das. Aber hast du da einen Verdacht, warum das bei den Anwälten so ist? Wollen sie da nicht, dass andere von ihnen eine Taktik oder irgendwie durchschauen können oder so? Ich habe da schon auch eine Wahrnehmung und habe ich in meinem Buch auch veröffentlicht. Meine Wahrnehmung ist, der Anwalt steht auf 2 Beinen, so wie ich. Ja? Aber ich stehe mit den 2 Beinen auf der richtigen Seite und das ist da beim Anwalt nicht der Fall. Der Anwalt hat einen Systemdruck, der wurde aufgebaut und das ist auch das, was im Rechtssystem falsch läuft. Weil ein Anwalt muss wie ein Richter unabhängig sein. Er muss so wie in Amerika sagen... Sollte. Ja. Wie in Amerika, dass ein Anwalt sagt, ich mache das auf Honorarnote, ich mache das auf meinen gestützten Informationen und richte mich natürlich nach dem Gesetz, aber ich werde alles tun, um den Klienten aus dieser misslichen Sache, wenn er unschuldig ist, zu befreien. Und wir haben hier die Anwaltskammer, die Anwälte Lizenzen vergibt. Und jetzt weiß ich nicht, was kostet so eine Lizenz? Ich würde auch gerne eine haben. Also der Anwalt hat ja ein Studium gemacht, ist Doktor oder Magister. Und wenn er das ist, dann hat er seinen Beruf. Also kriegt er nur den Beruf, wenn er dann eine Lizenz sich ordert und das dort einschickt bei der Anwaltskammer und die verrechnen dann was, ich weiß es nicht. Aber die Lizenz kann auch entzogen werden. Also ich bin ja gelernter Tischler, das sage ich immer dazu. Und mir kann man meine Berufsausbildung nicht entziehen, das ist unmöglich. Aber den Anwalt kann man es entziehen. Und gleich nachschießend, es gibt auch die Ärztekammer. Ne? Genau. Und das ist ja jetzt ein guter Punkt, dass wir da jetzt, da sind wir schon genau bei dem Übel. Du hast in deiner Sprachmitteilung vom 27. Auf Telegram, wo du auch unser Gespräch angekündigt hast, ja gesagt, dass dich die Anwälte für Aufklärung in Österreich quasi gar nicht unterstützen. Das ist richtig, ja. Aber nicht nur die Anwälte für Aufklärung, ich habe es ja natürlich breit angelegt, habe mehrere Anwälte kontaktiert, abgesehen von den Corona-Leugner-Anwälten, kann ja sein, also so werden sie ja dargestellt. Ich glaube schon, dass sie gute Arbeit machen. Aber was mich ein wenig verblüfft, ist, dass ich, kann das nachweisen, ich habe allen Anwälten in Wien ein Mail geschrieben. Ich habe mir dann natürlich auch von der Haptik und von der Darstellung, habe ich mir aus den Bundesländern einige Anwälte herausgesucht, die angeschrieben, auch den Herrn Forsthuber in Baden, der jetzt diese Beschwerde beim VGH eingebracht hat, und habe dargestellt, was ich gemacht habe und habe auch ganz klipp und klar gesagt, unterwürfig, ja, um ja nicht angreifend zu sein, wie kann sich ein Bürger herausnehmen, eine Strafanzeige einzubringen, habe ich gesagt, ich habe was getan, was gut aufbereitet ist, aber der Anwalt könnte es noch verbessern und könnte mehr Schlagkraft rausholen, ne? Weil ich ja nur gewisse Wege ohne Anwalt gehen kann. Und da kam nichts zurück. Ja, und da habe ich wieder die Information von einem Juristen auch, der mir gesagt hat, kein Anwalt in Österreich oder auch in Deutschland würde das jemals tun, weil er ja einen Eid leistet, ähnlich wie ein Arzt. Ja, und mit diesem Eid verpflichtet er sich ja dem System treu zu sein. Und deswegen würde er niemals eine Klage irgendwo vorbringen, die das System generell in Frage stellt oder gegen das System in härterer Form abzielt. Weil, selbst wenn er das tun würde und so couragiert wäre, weiß er, das würde so ausgehen wie beim Herrn Eifler, also die Lizenz ist weg und tschüss.
Hier sieht man ja das Leistungsstarke. Ich komme dann kurz noch um Herrn Eifler. Ich möchte diesen Denkanstoß aufgreifen, weil ich glaube, hier ist ein Fehler drin. Ja? Warum? Ich habe gesagt, der Anwalt steht auf zwei Beinen, aber er steht im System und beim Klienten. Das ist das Falsche. So, wenn man jetzt das aber weiß, ja, dass er einen Eid geschworen hat, dann schaut man, das habe ich nämlich auch gemacht, schaut man sich diesen Eid an. Und ein Anwalt hat nicht unbedingt so einen Eid wie eben der Arzt, sondern er verpflichtet sich gegenüber den Bürgern und der Verfassung. So, da ist der Denkfehler drin, weil dieser Anwalt oder dieser Wissende, was er da mitgibt, hat auch recht mit seiner Aussage, aber wenn ich mich der Verfassung verpflichte und wir alle, ja, ob Kameraleute, du, ich, wir sind da in Österreich und haben uns ein Regelwerk gegeben. Die Verfassung ist nichts anderes wie ein Regelwerk. Dieses Regelwerk haben wir gesagt, wir wollen die Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, alles was da drin steht. Ja? So, wenn ich das aber jetzt weiß, dass wir beide keinen Krieg führen sollen und ich dein Home ist dein Castle, nicht da jetzt plötzlich stürme und sage, es gehört jetzt mir, ja, dann würde ich gegen die Verfassung verstoßen. Ich habe zwei Leute da. Ja, ja, also ich will es nicht schaffen. Ja. Also dann würde ich gegen die Verfassung verstoßen. Und wenn ich aber jetzt weiß, dass die Verfassung über dem Gesetz steht, ja, über die Gesetzesvorschriften, die wir dann nachgereiht, das heißt, ich breche bei dir ein und dann sagt das Strafgesetz, weil du gegen die Verfassung verstoßen hast und eben dieses Recht gebrochen hast, hier Privatrecht eingedrungen bist, gibt es eine Straftat. Die Straftat wird, wenn du das begangen hast und bewiesen, wird so verurteilt. So, aber wenn ich jetzt einen Anwalt habe und der die Verfassung nicht berücksichtigt bei seinen Eingaben, was meine ich damit? Alle Beschwerden werden beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Beim Verfassungsgerichtshof gilt aber allerdings, um eine Sachlage zu beenden, ich muss ein Gesetz angreifen und keine Verordnung. So, und was macht der Herr Anschober? Der hat das auch mitbekommen. Der Herr Anschober ist ja nicht mehr im Amt und Würden, der arme Mann, ist natürlich, hat das gewusst und sein Kompagnon oder sein Komplize, sein Souffleur, der Herr Sebastian Kurz, weiß, und das hat er auch öffentlich gesagt, diese Verfassungsspitzfindigkeiten, die kümmert er sich nicht. Und was hat er gemacht? Er hat immer Verordnungen verändert mit demselben Sachverhalt. Darum kann der VGH das immer wieder aufheben. Und die neuen Verordnungen sind natürlich in Rechtskraft, keine Frage. Und jetzt kommen wir wieder zu den Anwälten, die sagen, ich kann nichts tun, die sind in Rechtskraft. Aber ganz ehrlich, ich bin Bürger. Wenn mir jemand permanent das Gleiche schreibt, und das ist verfassungs- und gesetzwidrig, und dann wieder in Kraft setzt, was ist das dann? Gesetzwidrig und verfassungswidrig. Ja, es bleibt das Gleiche. Man merkt es ja auch bei diesem couragierten Verwaltungsrichter in Wien, Ja. der dieses Urteil ja unlängst gesprochen hat, wie man den medial zerrissen hat und dann sogar noch seine Frau medial ins Spiel bringt. Also da wird dann Schmutzwäsche gewaschen. Oder in Deutschland der Richter, der sogar eine Hausdurchsuchung, der war aus Weimar. Weimar, genau. Ja, also es ist ja furchtbar. Ja? Ja. Es interessiert, und das ist das, was mich so fassungslos macht, wie viel brauchen die Menschen eigentlich noch, um zu erkennen, was hier eigentlich läuft. Ja? Das kann man dann, weil du angesprochen hast, den Dr. Eifler sehen. Ich bewerte immer meine Leistung, ich bin ja Unternehmer und wenn ich eine Leistung erbringe, dann kriege ich ein Geld, das kann auch viel Geld sein, ja, dann habe ich gute Leistung erbracht oder in diesem System eine gute Leistung erbracht. Ob es von jedem gewünscht ist, sei dahingestellt. Aber Leistung und Geld, ja, das ist ja unser wirtschaftstreibende Macht. Ne? Jetzt haben wir aber einen Anwalt, der verlangt 360 € die Stunde und sagt einen, der bekriegt wird vom System, den Herr Dr. Eifler, muss man auch sagen, er hat sehr viel für die ganze Community gemacht, er hat aufgedeckt, er hat diese gesundheitlichen Parameter gut erklärt, einfach erklärt. So, er geht da in die Öffentlichkeit mit dem Wissen, mir kann nichts passieren. Warum? Sein ärztliches Wissen, er kann alles belegen und er hat einen Anwalt. So, und wenn man jetzt die Leistung dieses Anwalts bemessen möchte, bin ich ein harter Unternehmer und kann nur einfach sagen, welche Leistung hat er erbracht. Er wird sicher Schriftstücke verfasst haben, aber was ist der Ausgang dieser Schriftstücke? Nämlich der Herr Eifler, dem wurde trotzdem die Lizenz entzogen, also der Anwalt konnte nichts tun, er steht wieder auf zwei Beinen, ne? System und Kunde. Geld nehmen, System ein bisschen spielen, verzögern und dann sagen, tut mir leid. Die Leistung ist eben nicht erbracht worden, der Herr Eifler ist leider
sehr stark bedrängt worden, in vielen Hinsichten, Versicherungen gekündigt und so weiter. Und dann sieht man, wie der tiefe Staat, weil warum kündigt eine Versicherung, die nichts weiß von Herrn Eifler, eine Hausratsversicherung? Muss man mal fragen, woher kommt denn diese Information? Der Eifler hat dann gesagt, ich bin jetzt schuldig gesprochen und Angeklagter. Er ist ja nicht einmal Angeklagter. Er hat ja gar nichts verbrochen. Richtig, ja. Die Ärztekammer hat ihm eine Lizenz Die entzogen. Approbation aberkannt, auswendig fertig. Er ist aber trotzdem noch Doktor. Und er hat ein abgeschlossenes Studium. Ja. Wir sind wieder zurück, was ich vorher gesagt habe. Und wenn man das durchblickt, und ich glaube, das ist auch ein Thema, das eben in meinem Buch sehr gut aufgearbeitet ist. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich kann einfache Worte finden. Und was man mir halt nachsagt, ich kann ganz gut erklären. Ganz gut oder bildlich. Ich spreche in Bildsprache, weil ich bin ja auch Legastheniker. Du hast das Stichwort gegeben, Legasthenie. Ich habe irrsinnig viele Zuschriften bekommen, aufgrund dessen, dass ich ja einen Text publiziert habe auf meiner Webseite von dir quasi, wo ich dann die Meldungen bekam, um Gottes Willen, das sind ja lauter Rechtschreibfehler und mit diesen Schriftstücken will jemand vor dem EuGH ziehen. Oh, wie peinlich ist das denn? Und so. Magst du dazu was sagen? Ja, selbstverständlich. Also ich sage immer meinen Mitstreitern, ich kriege das ja über Facebook und überall auch mit, ich bin ein Legastheniker. Legasthenie ist einfach eine Schreibschwäche, wo man die Endungen verdreht. Wenn man das dann später, also wenn man es niederschreibt, später anschaut, würde man die Fehler finden. Aber dafür hat Legasthenie einen Vorteil, ich kann querlesen. Also ich kann richtig so quer runterlesen und lese ein Buch auch, sage ich mal, innerhalb von 2 Stunden, 500 Seiten kann man da sehr schnell rauslesen. Da bin ich auch Legastheniker, aber ich schaffe das auch. Ja, das kann durchaus sein. Ist auch für die Grammatiker unter uns, ja, die ja dann sagen, ja, da gibt es so viele Fehler drin. Ja, die habe ich auch. Also ich bin ja kein großer Grammatiker. Ja. Genau, und ich muss dazu sagen, ich sage dann immer den Leuten, hast du es gelesen? Sagen die ja. Hast du es verstanden? Sage ich ja. Und dann, wo ist das Problem? Also, mir ist schon klar, dass man die in die Öffentlichkeit getragenen Geschichten, ich habe ja auch eine Assistentin gehabt, die hat immer meine Texte Korrektur gelesen, aber man muss eines berücksichtigen, ich bin erstens einmal berufsunfähig gemacht worden von der Regierung, ich habe niemanden, der mir geholfen hat und somit geht ein echter Haslauer raus, nämlich mit seinen Kanten und Ecken, ja, das ist ein wichtiger Punkt und so sollte man es auch sehen. Jetzt ist es natürlich, ich habe Gott sei Dank aufgrund der Community jetzt Mitstreiter, die sich angeboten haben, das Korrektur zu lesen. Und jetzt werden wir richtig am Markt gehen. Also ein Lektorat quasi. Ein Lektorat, ganz genau. Und im Buch sowieso gibt es auch ein Lektorat. Ja. Kommen wir mal zum Buch jetzt. Ein Großteil sind ja all die Anzeigen, die du gestellt hast. Unter anderem, ja. Die Geschichte des Buches ist recht lustig, weil ich habe ja diese Anzeigen gemacht. Also es gibt, dass man einmal weiß, was es alles gibt. Ich habe die Strafanzeige mit 330 Seiten gemacht gegen die Regierung und gegen das ganze Parlament. Das ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe 150 Strafanzeigen gegen alle Schulen eingebracht. Also alle Schulen in Österreich, die wir namentlich gefunden haben, haben wir angezeigt, eben wegen den Vergehen Kinderrechte und so weiter. Man kennt das. Ja, dann der nächste Schritt war diese Verfehlungen von der AGES, nämlich die Schultests sind ja mangelhaft oder nicht korrekt zugelassen, die werden falsch eingesetzt. Dann auch das Kaufhaus Österreich, die Frau Schramböck haben wir angezeigt. Und da man hier sieht in dieser Konstruktion, wir werden da heute noch sprechen über die Strafanzeigen, wie die Strategie ist, habe ich auch eine Verfassungsbeschwerde beim VGH eingebracht und eine 180-seitige Verfassungsbeschwerde geschrieben in Anlehnung von einem deutschen Richter, der das in Deutschland eingebracht hat. Und ich habe dann Copy-Paste, sprich ich habe das alles umgemünzt auf Österreich und habe dann weiterführende Recherchen bezüglich der Verfassung, haben wir schon besprochen, eingebaut und eine Verfassungsbeschwerde ist anhängig von mir als Person beim VGH. Ja. Und die läuft noch, weil die ja 350 Beschwerden vorliegen haben, also die haben sicher noch 1,5 Jahre zu tun mit der Sache. Ja, das war so die Grundlage und dann hat man mir es hat mir jemand angerufen und hat gesagt, wow, was du alles gemacht hast, toll, wir können das nutzen, wir laden das von deiner Seite runter, das ist ein tolles Service, aber du musst ein Buch schreiben. Dann habe ich gesagt, ich brauche kein Buch schreiben, sondern ich möchte endlich Gerechtigkeit und für Österreich was tun. Und was soll ich mit einem Buch? Ne? So, das war der eine Punkt. Dann ist es noch einmal gekommen, dass mich jemand angesprochen hat,
ja, bringst du das nicht in Buchform raus? Sage ich, nein, das wird man auch nicht verstehen, weil wenn du die Strafanzeige gelesen hast, es ist sehr viel Kauderwelsch drin, also juristischer Müll und alles Mögliche. Wenn man das nicht versteht, dann hört man nach der 3. Seite auf. Sage ich, das bringt ja nichts. Wieso soll ich es im Buch drucken und dann weitergeben? Ladet euch runter, das ist alles viel besser. So, und dann hat mich der Helmut Gombutz, ein Pressesprecher, angerufen, der hat ein Dokument von mir bekommen, Maskenpflicht ungültig. Das habe ich erstellt nach dem VGH-Urteil am 23.12.2020. Da wurden ja in den Schulen wurde ja die Maskenpflicht aufgehoben. Eine alte Verordnung von 13.05. Ja? So, und ich habe gesagt, wenn da drin steht, es darf nicht mehr angeordnet werden, dann darf es auch nicht mehr angeordnet werden. Und darum wurde das Maskendokument erzeugt von mir, mit allen Inhalten. FFP2-Masken, warum ja, nein, ist alles da drin. Ist ein 8-Seiter, auf die Seite gestellt, rausgeschickt. Wer sich traut, ohne Maske einkaufen zu gehen, nutzt bitte das Dokument, dann wird man euch helfen. Also quasi, ich kann euch helfen. So, und über dieses Maskendokument, weil ich habe ja überall, wenn du geschaut hast, auf allen Dokumenten von mir meine Steuernummer drauf, meine Anschrift, alles ganz genau drauf. Was ist das Ziel, fragt man sich. Naja, ich will vor Gericht. Ich will vor Gericht, um diese Ungerechtigkeiten beweisen zu können. Die Beweise habe ich. So, das war der Punkt. Und da hat mich der Herr Gombutz angerufen, ein Pressesprecher, schon in Pension, und sagt, Herr Hasler, ich muss Sie anrufen. Sage ich, ja, ist in Ordnung, ja, es sind viele Telefonate, die ich führe. Nein, ich muss Ihnen ein großes Danke ausstellen. Und das, was Sie hier publizieren, und er hat nur von dem Maskendokument gesprochen, dieses müssen Sie weiter ausführen, das sollte in einem Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es 3-mal gekommen. Ich soll ein Buch schreiben, ich soll ein Buch schreiben, ich soll ein Buch schreiben. Ja, was kann die Bevölkerung interessieren? Und dann habe ich mich auf meine Tätigkeit als Referent und auch als Lehrer, ich habe ja eine Fitnessakademie gehabt vor vielen Jahren, 12 Jahre geführt und habe Ausbildungen gemacht. Ich habe ja Anatomie unterrichtet und verschiedene andere Dinge. Ja? So, dadurch wurde mir immer dann beigebracht, ich kann gut erklären und habe hier die Möglichkeit, den Menschen auf einfache Weise die Informationen zuzutragen. Und das war dann der Startschuss, dass ich gesagt habe, ich schreibe definitiv ein Buch, weil man weiß jetzt, es geht um die Strafanzeigen, aber es geht um den Deep State, es geht um die Ableitung World Economic Forum, es geht um den Bereich der Strukturen, woher kommt der Herr Schwab, Club of Rome, was ist die EU? Es sind so viele Dinge, die man mitbekommen sollte. Also du gehst da wirklich sehr, sehr tief in den Kaninchenbau rein. Ja. Und drödelst auch Dinge auf, die jetzt natürlich für Menschen, die schon länger in diesem sogenannten Verschwörungsbusiness tätig sind, nichts Neues sind, aber um da neue Leute auch abzuholen, drödelst du das halt nochmal auf, die Hintergründe, das ist der Hintergrund. Mit neuen Inputs und dem Ziel halt vor Gericht zu kommen. Genau, Ziel vor Gericht gehen und der Mensch, der das dann lesen wird, und man sagt das nicht von sich selber, aber ich möchte es trotzdem sagen, dass es sehr einfach geschrieben ist und man kann dieser Geschichte folgen. Also es ist auch ein Geschichtsbuch, dass man es liegt alles ja offen. Man sagt ja immer, ich sehe das nicht oder ich habe es nicht gefunden. Naja, man muss es natürlich auch suchen, keine Frage. Der Deep State wird dir nicht alles an die Haustür bringen, ist auch klar, sondern man muss das suchen und es ist definitiv so, dass alles offen liegt. Ja? Und dann braucht man nur die Suchmaschine Google oder Yahoo oder wie auch immer. Ich möchte da keine Werbung machen für die Na, gerade Yahoo und Google, ja. Also nimmt DuckDuckGo. DuckDuckGo, okay. Und man gibt da Themen ein und bekommt eine Fülle von Informationen. Und ich bin ja auch seit 10 Jahren im Widerstand, aber nicht in der Folge, wie man das kennt, dass ich jetzt auf Demonstrationen gehe, sondern ich nutze dieses Know-how, dieses Wissen, was ich mir aneigne, um auf dem Wirtschaftssektor die Nase vorn zu haben. Und das hat mir sehr viel geholfen. Dadurch kenne ich diese ganze Struktur und habe gesagt, okay, ich schreibe halt jetzt ein Buch. Ne? So, das war dann der Startschuss und dann habe ich mit einer Journalistin gesprochen und sie hat gesagt, wie ist denn dein Buchkonzept? Ich sage, wie Buchkonzept? Ja, du brauchst ein Konzept, dass du ein Buch schreiben kannst. Sage ich, ach so, okay. Naja, wenn du das sagst, habe mich hingesetzt, habe das Buchkonzept geschrieben und dann sieht man, was so aus dem Geist rauskommt, was ich jetzt mit diesem Buch ausdrücken will. Das Buch soll eben, wie gesagt, ein Geschichtsbuch,
ein Buch, wo ich Erfahrungen und Erkenntnisse bekomme. Hilfestellungen. Genau. Und Hilfestellungen, vor allem, dass man sich verteidigen kann. Aber es ist kein Aufdeckerbuch. Ja? Ich möchte mich dagegen verwehren, weil Aufdecker heißt, ich möchte jetzt jemand richten. Ich bin weder Richter noch Staatsanwalt, sondern die Bürger, die das Recht haben, die Wahrheit zu erfahren. Und das Buch ist auch so gestaltet, weil ich habe mir jetzt gedacht, wie soll ich das schreiben? Es sind so komplexe Themen. Also schreibe ich zu jedem Kapitel, was ich mir vorstelle, eine Zusammenfassung. Und wir haben in dem Buch drin die Zusammenfassung. Am Ende des Buches hat man dann QR-Codes, wo man dann auf die Rohdaten, auf die Recherchedaten kommt. Und dann wird man sofort auch diese Kritiker ausnocken können, weil die sagen, ja, was sich der vorstellt, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Es gibt ja keine Quellen. Das geht nicht. Ja, bei uns, wir haben allein, glaube ich, über 560 Fußzeilen in diesem Buch. Und wir haben anhand fast 3000 Recherchedaten an Seiten. Und da sind aber alle Dinge drin, wie Parlamentsreden transkribiert, dann verschiedene Zulassungen, Abstimmungsverhalten und es ist alles da. Wenn jetzt jemand sagt, er liest ein Kapitel, das ist dann auch grundlegend abgeschlossen und sagt, so, jetzt will ich es wissen, dann scannt er den Code und kommt auf diese Datenbank. Ja, und dann kann er da drin herumwühlen und trifft seine Erkenntnisse. Ja, es ist ein interaktives Buch. Ja. Natürlich auch Videos, die Reden von Herrn Kurz sind auch transkribiert, weil wir den Systemen nicht trauen, die werden die offline nehmen. Also wir haben viele Videos transkribiert. Also für mich wichtig, dass man dann selber noch herumwühlen kann. Ja. Und natürlich den letzten Schritt zu gehen, weil ich habe gemerkt, in Österreich kommen wir nicht weiter. Das Justizsystem ist auch ein Punkt, was gegen uns ist, gegen die Bürger. Man kennt das auch von Herrn Bilnacek, der halt die Eliten zu sich einlädt. Die dürfen dann dort fragen, wie man aus dem Beschuldigtenstatus rauskommt. Also ich bin immer noch beschuldigt, ich komme da nie raus anscheinend. Aber der Herr Bilnacek kann das für andere lösen. Also der Herr Bilnacek, der mächtigste Mann der Republik im Strafrecht, sagt einfach, da schlagt es. Es wird nicht ermittelt. Und das war auch der Punkt, das habe ich erfahren mit den Strafanzeigen. Ich habe eine gewisse Strategie, die ich dann aufgesetzt habe, weil ich wollte vom System antworten. Und diese Antworten, die ich bekommen habe, kann man als Waffen wieder einsetzen. Weil wenn eben ein Staatsanwalt eine Anzeige bekommt von mir, die, sage ich einmal, sehr umfangreich ausgearbeitet ist, ob sie jetzt den Standard eines Staatsanwalts entspricht, sei dahingestellt. Wenn die aber dann sagt, es gibt keinen Verdachtsfall, dann muss man Bedenken anmelden und das hat nicht nur ein Staatsanwalt gemacht, sondern es haben insgesamt 30 Staatsanwälte gemacht. Also der Haslauer ist natürlich auf den Radar geraten durch Facebook, durch die Veröffentlichungen, durch die Dinge, was er tut, beziehungsweise schon getan hat. Ja? Und dann muss man ihn natürlich ausnocken. Also den Haslauer, der ja nichts weiß, ja, der ein einfacher Handwerker ist, mundtot machen. Das heißt, du hattest ja auch schon so wie ich, kennst du das ja, diese Menschen mit einem W vom Verfassungsschutz? Ja, genau, diese tolle Herrschaften. Ja, kann ich kurz erwähnen, wenn du das möchtest. Ja. Erzähl, ja. Ich habe gesagt, das erzähle ich eigentlich nur bei den Buchvorträgen, aber wenn du mich so bittest. Also ich habe ja auch ein nettes Schreiben bekommen, Kurzfassung, ein graues Kuvert in meinen Postkasten. Ne? Also ich kenne halt behördliche Briefe anders, da muss man unterschreiben und so weiter, aber ein graues Kuvert ohne Absender. Ne? So, das habe ich natürlich dann in meinem Postkasten gefunden und ich wollte es wegschmeißen, weil ich gedacht habe, es ist Werbung. Ne? Umdrehen, wegschmeißen. Habe es aber aufgemacht, besser gesagt, es war ja schon offen, denke ich mir, naja, schaue ich halt rein, ist irgendeine Postwurfsendung, siehe da, 5.3.2021, Sie müssen um 9 Uhr im Landeskriminalamt sein, Ihr Verfassungsschutz, W2. So, das war aber am 5.3. um 12 Uhr. Und um 9 Uhr sollte ich dort sein. Haben wir gedacht, interessant. Ist mir heute auch passiert. Ich habe heute auch von der Polizei einen Brief gekriegt, dass ich, das ist dasselbe in Grün. Aha, okay. Ja, also ich habe dann nachgedacht, habe dann natürlich gesagt, jedes behördliche Schreiben, da gab es ja Absender und so weiter, muss ich halt beantworten. Habe ich gemacht und habe gesagt, lieber Herr W2, ich weiß ja nicht, wie Sie heißen, vielleicht können Sie mir aufklären, was wollen Sie von mir? Da drin steht gefährliche Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ne? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ne? Ja, das konnte er dann nicht darlegen, muss auch nicht darlegen. Ich muss auf jeden Fall kommen und außerdem habe ich einen Termin versäumt. Das muss man sich vorstellen. Ne?
9 Uhr soll ich dort sein, um 12 Uhr ist die Post bei mir gekommen und ich habe ein offenes Kuvert bekommen, nicht einmal einen behördlichen Brief. Habe ihm dann meine Beschuldigtenrechte geschickt, falls er sie nicht weiß, habe ich ihm genau aufgeschrieben, ne? Paragraph 49 Strafprozessordnung, Beschuldigtenrechte, also ich möchte gern wissen, was da drin steht. Ja, das sagt er nicht, wenn ich nicht vorbeikomme, dann lässt er mich mit der Wega holen. Ne? Sage ich, aha, interessant. Beschuldigtenrechte werden nicht genutzt, beziehungsweise mein Recht wurde damit diskreditiert. Er schickt mir eine neue Einladung und ich muss vorbeikommen. Wie gesagt, sonst kommt eben das Einsatzkommando. Ne? Weil es ist ja nur eine Serviceleistung, was er mir anbietet. Er muss ja nicht einmal auf das Mail antworten. Interessant. Ja? Dann habe ich das eben zur Kenntnis genommen. Ich habe dann noch einmal ein graues Kuvert gefunden und diesmal früher. Also ich habe dann 3 Tage Vorlaufzeit gehabt und musste dann dort antanzen, habe aber im Vorfeld ihm schon bekannt gegeben, dass ich die Aussage verweigern werde, ganz klar, ich weiß ja nicht, was da drin steht und ich das nur mache, weil ich gezwungen werde. Ne? Ja, das ist so die Erfahrung mit dem Verfassungsschutz. Also ich bin jetzt Terrorist auch noch, also recht spannend, dass man halt in Österreich, wenn man sich für die Wahrheit einsetzt, auch Terrorist ist. Es geht leider sehr schnell, ja. Ja. Ich hatte ja auch das Vergnügen, am Schottenring galoppieren zu dürfen. Okay. Aber bei mir ist es zum Glück gut verlaufen. Mir wurde auch kommuniziert, warum und weshalb. Und das war gut. Aber das ist natürlich schon grotesk, dass die sich auch hinter einem Kürzel alle verstecken. Man weiß nicht, wie man das eigentlich zu tun hat. Das ist total, ja, also ich finde, das hat nichts mit einer Demokratie zu tun. Und da sind wir beim tiefen Staat. Ja. Ja. Ja, was natürlich auch war, es ist ja so, ich habe ja nichts anderes gemacht, um den Rechtsweg beschritten. Ich habe Anzeigen gemacht. Ja. Ja, Entschuldigung, darf man doch. Ja? Steht kein Gesetz oder ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt, ich glaube halt nicht, ich kenne keines, wo drin steht, ich darf als Bürger keine Anzeige mehr machen. Ja? Also darum habe ich das auch sehr locker gesehen, aber momentan schluckt man schon, wenn man das sieht, Verfassungsschutz, Natürlich. Vorführung, Wega, denkt man, was ist denn da jetzt los? Ja? Ja. Was habe ich denn angestellt? Ja? Ich wollte eigentlich aufklären. Ne? Genauso, was du mit deinem Kanal natürlich auch machst. Ne? Ja, das war so ein Ausflug halt in diese verfassungsrechtliche Geschichte, dass der Verfassungsschutz sich interessiert für einen Herrn Haslauer. Finde ich spannend. Wird wahrscheinlich auch abgehört nach wie vor. Ne? Ich werde sicher wahrscheinlich abgehört. Das ist ja das übliche Prozedere. Ich begrüße ja auch bei jeder Sprachnachricht immer wieder auch den Verfassungsschutz in meinem Telegram-Kanal oder wenn ich telefoniere, weil ich mir auch keiner Schuld bewusst bin. Es ist ja so, man muss ja auch eine Straftat nachweisen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine 16-seitige, bin ja schon geübt, einen 16-seitigen Einspruch geschrieben, eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen. Ich habe Akteneinsicht bekommen. Und man muss eines verstehen, dass in Graz gibt es eine Staatsverweigerergruppe oder hat es gegeben, wie wir gehört haben. Diese Staatenlos. Die Staatenlos, ja, die keine Steuern zahlen wollen und sie gegen sagen, es gibt keine Verfassung und so. Es gibt keine Verfassung, keinen Staatsvertrag und so weiter. Ne? Ja, so, Reichsbürger so genannt. Genau. Und in der Anzeigenflut dieser Strafanzeigen gegen die Schulen gibt es in Lienz einen Herrn, den lassen wir jetzt einmal beiseite, weil sonst gibt es vielleicht Probleme. Also diesen Herrn, der hat dann eine Meldung beim Verfassungsschutz gemacht, also hat reingeschrieben, wörtlich, ich habe in dieser Akteneinsicht dieses Schriftstück, dieser BH aus Lienz, hat er reingeschrieben, dass ich der Staatsverweigerungsgruppe zugehöre und man möge doch der Sache schnell nachgehen, obwohl ich nichts anderes gemacht habe als eine Strafanzeige wegen Verfehlungen. Also ein Beamter hat einmal nur Mu gesagt und der Verfassungsschutz steht auf der Matte und wenn ich 150 Strafanzeigen einbringe, ist eine Art Verleumdung auch. Ist eine Verleumdung. Ich habe den Herrn auch angezeigt. Ja. Und auch den Herrn W2 habe ich angezeigt, weil er natürlich eine gefährliche Drohung ausgesprochen hat, ohne Grund. Er lässt mich mit der Wega abholen. Also Herr W2, ich weiß auch, wer das jetzt ist mittlerweile, weil er so schlau ist, nämlich intern bei der Polizei kommunizieren sie mit normalen E-Mail-Adressen. Ach Gott, der Herr W2, wir wissen das auch, wer das ist, der Herr Christian Tritscher. Also W2 ist der Herr Christian Tritscher, sollte man das wissen wollen. Ja? Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Ja, es ist ein Wahnsinn, aber wie siehst du jetzt die Chancen, wenn ich jetzt höre, Europäischer Menschengerichtshof, EuGH, wir wissen um dieses absurde Urteil, das von denen gesprochen wurde. Habe ich leider gesehen, zur Kenntnis genommen. Ja, ja, wie beurteilst du jetzt da deine Chancen? Naja, man muss es immer unterteilen. Erstens ist es eine Klage für vorgeschriebene Impfungen, wie in Deutschland, ja, also Mumps, Masern und so weiter.
wo ich auch kritisch gegenüberstehe, weil diese Impfungen definitiv nichts bringen. Man sieht es auch nachgewiesen auf der Plattform Cochrane, kann man das nachlesen, die Einschätzung der Impfungen und was bieten sie, beziehungsweise was verhindern sie. Da wird über 20 Jahre wird das schon dokumentiert. Also das war das Urteil der Menschenrechtskommission, die natürlich aber, und jetzt kommt das Aber, ein Vorgriff auf die Corona-Impfungen sein könnte. Das muss man halt einmal so in den Raum stellen, weil wenn man jetzt beginnt, Menschenrechte einzuschränken und sagen, das Eigenwohl muss untergeordnet werden dem Gesamtwohl, und das würde ich noch einsehen. Das ist auch ganz normal, ist ja auch unsere Gemeinschaft so gebaut. Aber wenn ich dann Gift heranziehe, um dann ein Ergebnis zu erzielen, was nicht dokumentierbar ist, und ich sage, dieser gentechnische Versuch, was hier gemacht wird, ist nicht geprüft, ist auch mangelhaft zugelassen. Also wenn ich jetzt Naturstoffe hernehme und sage, ich muss jetzt den Nachbarn, der muss jetzt Vitamin C nehmen, da stelle ich nichts an. Dann ist es vielleicht eine Einschränkung, sage ich will das nicht tun, aber wenn ich jetzt beginne, Impfungen in eine Struktur oder Verfassungsgesetz einzubauen oder, weil die Menschenrechte sind ja in der Verfassung, dass auf den Menschenrechtsfuß der Solidarität steht, das ist gefährlich und das widerspricht voll und ganz der Menschenrechtskonvention. Also, Ich würde mir wünschen, dass du damit durchkommst, im Sinne für, ich glaube, alle Österreicher mit Herz und Verstand und Patrioten sind da vollkommen auf deiner Seite. Also du bist wirklich ein couragierter, mutiger Geist. Wären noch mehr Menschen so couragiert, glaube ich, wäre es um unsere Gemeinschaft schon wesentlich besser bestellt. Denn was ich halt aktuell so wahrnehme, ist, dass uns die Zeit ein wenig davonläuft. Ne? Darum auch dieser Punkt. Du sprichst es an, also wir haben uns nicht abgestimmt, aber du hast dieselben Gedanken und das freut mich. Ich habe gesehen, was im Staatsbereich in der Justiz passiert. Ich werde abgelehnt, die Anzeigen werden abgewiesen, die Anzeige gegen die Regierung läuft noch bei der WKStA. Ist eine sehr gute Geschichte. Warum? Ist auch rot gelagert, die WKStA, und die Staatsanwaltschaften ist schwarz gelagert. Also somit sieht man ganz genau, die Schwarzen haben alle abgelehnt. WKStA läuft die Anzeige noch. Warum? Naja, der Herr Kurz hat ja einige Bomben im Jahr 2020 und 2019 platzen lassen und hat die WKStA sehr stark angegriffen. Also darum glaube ich, dass die Anzeige gegen die Regierung hier greifen wird. Aber das dauert sehr lang, wie du sagst. Wir müssen rechnen, die Leute fragen immer, wann passiert was? Man muss davon ausgehen, dass es zwischen 3 bis 5 Jahre dauert mindestens, bis hier eine Anklage erhoben wird, bis eben dieses Konstrukt aufgearbeitet ist. Und das war ja meine Denke, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt ja nicht jedes Mal, wenn mich jemand fragt um Hilfe, sage ich, du musst noch 5 Jahre warten, ne? Du musst jetzt 5 Jahre Maske tragen, du musst dich jetzt 5 Jahre impfen lassen. Das ist alles keine Thematik und darum bin ich eine andere Strategie gegangen. Die Kunst des Krieges ist auch ein wesentlicher Punkt. Ja? Wenn ich weiß, dass ich unterschätzt bin, kann ich viele Vorbereitungen treffen. Und diese Vorbereitung des Buches war zwar nicht geplant, aber ich habe gewusst, ich muss die Bevölkerung einbinden und darum habe ich ja sehr viele Aufklärungsgespräche gemacht. Ich habe alles öffentlich gestellt. Ich brauche Mitspieler. Ich kann es allein nicht machen. Ja? Und bei meiner Strafanzeige zum Beispiel sind ja 270 eidesstattliche Erklärungen dabei. Also 270 Bürger aus Österreich ist nicht viel, aber die haben gesagt, ich habe die Strafanzeige gelesen, ich bestätige die Wahrheit und ich bin auch als Zeuge, stehe zur Verfügung. So, jetzt will ich das aber toppen und habe gesagt, okay, wie kommt man in die breite Masse? Also man muss dasselbe machen wie die Medien, man braucht eine Medienpräsenz. Man muss schauen, dass es in die breite Öffentlichkeit geht. Also schreibe ich dieses Buch. Ne? Das war ein Hasardrennen, sage ich jetzt einmal. Ich habe das geschafft, das ist auch bei der Lektorierung jetzt fertig. Wir gehen dann nächste Woche in Druck. So, das Buch geht einmal in die Bevölkerung und dazu gibt es auch wieder eine Strategie, nämlich alle, die das Buch bestellen, und das ist ein wesentlicher Punkt. Es werden auch nur 500 Bücher gedruckt. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt reich werden möchte mit dem Buch, sondern ich bleibe bei 500 Büchern. Hat einen Grund, weil ich möchte in erster Linie die Leute haben, die das Buch kaufen, um auch in Den Haag die eigene Geschichte mitzutransferieren. Das heißt, das ganze Buch, die ganze Sachverhaltsdarstellung dient nur dazu, dass ich 500 Menschen die Möglichkeit gebe, ihre persönliche Struktur, ich habe das Geld verloren, mein Kind ist krank geworden, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren,
namentlich in Den Haag auftreten kann. Die werden als Zeugen aufgerufen. So, natürlich wird das Buch in einer größeren Auflage geben, aber derzeit muss man auch sagen, wir müssen das vorfinanzieren. Ich habe ja keinen Verlag. Also ich kann es nicht einfach 50.000 Stück drucken und verschenken. Geht nicht. Und dadurch haben wir jetzt gesagt, wir machen so eine Zwischenlösung. Also die Leute, die schnell sind, die auch was bewegen wollen, ja, die kaufen das Buch zum Sonderpreis, weil das kostet ja normal 29,90, also um 19,90, dass wir auch die Anwälte bezahlen können für Den Haag. Den Weg nach Den Haag zu gehen, den kann ich alleine nicht gehen, ich brauche einen Anwalt. So, den muss ich bezahlen, er kriegt alle Unterlagen von mir, ich sage ihm auch, was er zu tun hat, aber der Anwalt muss es dort eingeben. Ja. So, und dann die 500 Zeugen. Ja, das sind die Leute, die sagen, das Buch kaufe ich weiß, ich kann da mithelfen und dann gehe ich raus. Und das ist eben die Strategie, die dann entstanden ist, dass man eine breite Masse hat und natürlich wird es, ich hoffe, viele Menschen geben, die das Buch sich kaufen. Und da komme ich zu dem Bereich, man braucht es sich nicht einmal kaufen. Ich habe nämlich eine ISBN-Nummer angefordert. Also der Eigenverlag war notwendig, weil kein Verlag das Buch drucken will. Logisch, aber ich sage dir aus Erfahrung, es ist besser mittlerweile, ja, genau. Weil als Autor kriegst du beim Verlag 8-10% und lass wenn es gut geht, ja genau. Ja. So, dann habe ich gesagt, okay, auch das muss ich selber machen, also Eigenverlag und habe das alles zusammengetragen. So, das haben wir geschafft. Wir haben diesen Eigenverlag eben gegründet, um das Buch auf den Markt zu bekommen, haben jetzt natürlich gute Druckpreise und können das restliche Geld, was überbleibt, für die Anwälte verwenden. Gute Sache. So, das Buch sollte aber natürlich auch, muss nicht unbedingt gekauft werden. Und jetzt kommt der Trick, die ISBN-Nummer habe ich angefordert. Ich habe nicht geglaubt, dass ich es bekomme, die ISBN-Nummer für ein Buch. Beim Hauptverband angefordert, kommt die ISBN-Nummer. Ich sage, oh, bist du fertig? Wir sind jetzt überall gelistet. Da kann man überall das Buch bestellen. Also man kann auch in die Buchhandlung gehen, bestellen. Aber was noch viel besser ist, es gibt nämlich ein Gesetz. Bei der ISBN-Nummer ist der Autor verpflichtet, in ganz Österreich bei jeder staatlichen Bibliothek das Buch kostenfrei zu hinterlegen, als Belegexemplar. Ist das der Hammer? Absoluter Hammer. Das haben die aber nicht gewusst, weil sie nicht gewusst haben, dass der kurz vor dem Sturz eine ISBN-Nummer bekommt. Und somit schicke ich die Bücher natürlich auch an jede Bibliothek. Die müssen es nehmen und man kann dorthin gehen und sagen, ich möchte gerne das Buch mit der ISBN-Nummer ausborgen. Kann man sich dort auch nehmen, lesen oder mit nach Hause nehmen. Also das Buch liegt in der Bibliothek auf. Und das war natürlich für mich dann der Paukenschlag. Somit kommen wir in die breite Masse. Also auch für die Leute, die es nicht kaufen können. Ja, wird es auch Menschen geben. Geht bitte in die Bibliothek. Jeden Tag ein anderer. Geht's hin, lest einen Teil, gebt es wieder zurück und geht's wieder hin. Und natürlich, wenn wir genug Bücher haben, wir werden natürlich auch Bücher verschenken. Aber wie gesagt, es muss sich auch rechnen. Das kaufmännische Prinzip zählt und da kann ich nicht über die Stränge schlagen, weil die Druckerei sagt auch zu mir, Cash oder kein Buch. Ja, das ist so. Dennoch haben wir, glaube ich, 5 Bücher zu verlosen. 10 Bücher. 10 Bücher sogar. Bücher, ja, selbstverständlich. Gibt es für die Ersten, die eine E-Mail schreiben an thefalseflag@protonmail.com, dann bekommt ihr kurz vor den Sturz, das wird dann so Mitte Juni, schätze ich mal, bei euch dann im Postkasten. Genau. Ja. Da sage ich danke, Konstantin, für diese, doch, 10 ist nicht wenig, super, werden sich 10 Menschen freuen. Ja, gerne. Und das, wie gesagt, das gehört unter die Menge. Und wenn man was Gutes tun möchte, wäre super, dass die Menschen nicht nur lesen. Es gibt auch einen Spruch von mir, es gibt eben den Spruch lesen, da muss man nachdenken. Und dann kommt der schwierigste Punkt. Ja? Also für einen Unternehmer kein Thema, ich muss handeln. Und nicht für mich, auch nicht für einen Kurz, auch nicht für Nachbarn. Wesentlicher Punkt, handeln für das eigene, für den Mikrokosmos Familie. Verteidig dich in deiner Familie und erst wenn deine Familie sicher ist, dann kannst du wirklich zum Nachbar gehen und das ist auch so der christliche Ansatz, ich muss mich aufopfern, ist falsch, sondern als erster muss ich meine Position stabilisieren, nur dann kann ich helfen. Im Rettungsdienst hat man das, Eigenschutz geht vor Fremdschutz. Ja, bei der Polizei ist das Gleiche. Also das würde ich mir wünschen und darum zähle ich auf die Familien und auf die 500 Zeugen. Ja, die wirst du auf jeden Fall erhalten. Ich glaube, es werden im Notfall sogar mehr sein. Auch kein Problem. Wir werden den Saal dort füllen und die Aufnahmen, die laufen, werden per Video aufgenommen. Und ein ganz wichtiger Punkt, jeder kriegt so viel Zeit, wie er braucht. Da kann niemand eingreifen. Dann sage ich fast schon danke, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich würde vorschlagen, wenn das Buch draußen ist, dass wir vielleicht ein Folgegespräch führen.
Gerne, mache ich gerne und freue mich natürlich und bedanke mich auch bei dir, dass du überhaupt den Einsatz leistest mit deiner Plattform und mir auch die Möglichkeit gibst, muss ich auch sagen, exklusiv, wir haben das exklusiv vereinbart. Das freut mich ganz besonders, weil wenn irgendein Mainstream-Medium kommt, sind ja schon gekommen, habe ich natürlich abgelehnt, weil ich genau weiß, was dort passiert. Ja. Liebe Leute, dann sage ich danke, unterstützt den Konstantin Haslauer. Wie gesagt, die Sonderaktion ist, glaube ich, schon weg, gell? Nein, die geht bis 31.05. um 19,90 Bei, und dann unter der Domain kurz vor dem Sturz.at. richtig. Einfach schnell sein, dann könnt ihr es noch erwerben oder eben eine E-Mail schreiben. Aber schöner wäre es natürlich, ihn finanziell auch zu unterstützen, denke ich. Dann sage ich einmal danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal, Konstantin. Vielen Dank und weitermachen. Genau, und ich sage dann nur mehr, das ist das Ende des Buches, kurz, Schluss. Kurz, Sie haben fertig. Sie sind wie Flasche leer. Genau. Danke. Aber